Ich möchte heute mit euch ein Thema aus dem 1. Korintherbrief angucken, und zwar ein Bild, wie Jesus seine Gemeinde, seine Gemeinschaft sieht und wie er sie zum Blühen bringen möchte. Vielleicht muss ich vorausschicken, dass ich als junger Christ bereits irgendwo innerlich merkte, dass christliche Gemeinschaft viel wichtiger ist als nur ein Ort der Ermutigung oder der Zusammengehörigkeit. Es war mir ziemlich schnell klar, dass die christliche Gemeinschaft nach außen ein Bild abgibt, wie Gott sich die Gesellschaft vorstellen könnte. Und mir war deshalb auch sehr klar, dass die christliche Gemeinde, die Gemeinschaft der Christen eine sagen wir mal, auch politische Aufgabe hat, sich um die Bedürfnisse und Nöte nicht nur von Einzelmenschen, sondern von der ganzen Umgebung zu kümmern. Und deshalb merkte ich dann plötzlich, ja, Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, wo ich hingehe. Gemeinde ist ein Ort, der ich bin und eine Kraft, die die Welt verändert. Aber ich will nicht zu weit gehen, sondern auf ein Bild von Apostel Paulus im 1. Korintherbrief. Im 12. Kapitel lesen wir, wie Apostel Paulus ab Vers 12, 1. Korinther 12, 12, wenn du die Bibel öffnen willst, siehst du, wie Paulus das beschreibt. Und er nimmt hier das Bild eines Körpers, eines Leibes. Und in diesem Leib beschreibt er, dass jeder, er mag noch so schwach sein, noch so unbedeutend, noch so hilflos, eine wichtige Funktion hat. Und dass die Gemeinde erst dann zum Blühen kommt, wenn jede einzelne Person einen Platz findet, von dem sie überzeugt ist, dass sie etwas beiträgt zum Leben der ganzen Gemeinschaft. Noch einmal, Paulus spricht von einem Körper und sagt, in einem Körper gibt es absolut keine Glieder, keine Organe, kein Teil, der nutzlos ist, sondern alles in allem funktioniert in Harmonie zusammen, in Einheit, in Liebe, in Wertschätzung und wird dadurch stark. 1. Korinther 12, 12. So wie es ein Leib ist, der viele Teile hat, so sind diese vielen Teile wieder ein Leib. Und genauso, sagt er, ist es mit Christus. Viele, die eins werden, im einen sind viele. So ist Christus. Er begründet das in Vers 13 und sagt, denn wir wurden alle durch einen Geist getauft zu einem Leib. Also der Moment, wo ich Christus zugehörig werde, führt mich der Geist Gottes in die Gemeinschaft mit anderen Christen rein. Deshalb ist ja die Taufe so maßgebend wichtig, weil die Taufe der Ausdruck davon ist, ich bin für das alte Leben gestorben, ich bin im neuen Leben auferstanden, ich gehöre zu dieser einen Familie, deren Haupt Christus ist. Du kannst als Christ nicht alleine für dich leben. Die Bibel sieht das nicht vor. Die Bibel sieht dich immer als Teil eines Volkes. Und deshalb brauchen wir einander auch gegenseitig. Denn wir wurden alle durch einen Geist zu einem Leib getauft, ob wir Juden oder Griechen oder Heiden sind, Sklaven oder Freier. Und wir bekamen alle von dem einen Geist zu trinken, dem Heiligen Geist, der in uns hineinkommt, wenn wir Christus zugehörig werden. Und so, im Vers 14, ist der Leib eben nicht nur aus einem Glied gemacht, sondern aus vielen. Das ist die grundsätzliche Begründung. Also durch die Taufe, und deshalb ist die Taufe auch so grundlegend wichtig, auch für dich, falls du noch nicht getauft bist. Wir werden Teil einer Familie und wir beginnen mit dieser Familie zu leben. Das ist der Kern, Verse 12 bis 14. Und jetzt kommt Paulus und erklärt das auf einer ganz anderen Ebene, auf einer emotional-praktischen Ebene. Er sagt zum Beispiel,
Wenn zum Beispiel der Fuß sagen würde, ich bin keine Hand, würde er deshalb nicht zum Leib gehören. Oder wenn das Ohr sagen würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib ein Auge wäre, wo könnten wir dann hören? Wenn der ganze Leib ein Ohr wäre, wie könnten wir riechen? Aber, Vers 18, es ist eine Tatsache, dass Gott die unterschiedlichen Teile in den Leib so hineingestellt hat, jedes einzelne so, wie er es wollte. Das heißt, du bist einzigartig, unwiederholbar, du bist gewollt, deine Gaben, deine Persönlichkeit finden Platz in der Gemeinschaft, werden gebraucht und es ist nie eine Frage, wie wichtig, gut, besser, schlechter du bist, sondern es geht um dich und dein Sein in der Gemeinschaft, dass du dich einlässt auf andere Menschen und auch bereit bist, das beizutragen. Ich habe mir immer vorgestellt, angenommen, die Hand will die Tasse ergreifen, aber die Schulter und der Oberarm, die wollen nicht. Da kann ich noch greifen, solange ich will. Ja, die Hand vermag nur durch die Kooperation von Schultern, Ellbogen, Arm, die Tasse zu ergreifen. Sonst wird das nie gehen und genauso ist es in der Gemeinde. Und jetzt zum Ende, Vers 21. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Hast du das gehört? Wir brauchen einander. Und jetzt wird es noch krasser. Das Haupt kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Wer ist denn das Haupt? Das Haupt ist Christus selbst. Paulus erkennt, dass sich Jesus Christus heute limitiert an seine Gemeinde und er deine Füße braucht, mich braucht, dass wir zu Trägern der Botschaft werden an seiner Stadt, dass er begrenzt ist, wenn ich das nicht umarme, ja, dass er mir Bedeutung gibt, trotz meiner Schwachheiten, eben ein Botschafter zu sein an Christi Stadt, wie er bei anderer Gelegenheit sagt. Nun gut, wir wollen es hier stehen lassen, unabhängig davon, wie gut du dich fühlst. Du bist wichtig, du bist gewollt, du gehörst dazu, dein Beitrag ist lebenswichtig für die Gemeinschaft. Jesus ist das Haupt, er wird dich nie abweisen, er wird dich immer einsetzen und an einem Ort des Leibes hineintun. Ich wünsche dir ein gutes Wochenende und eine kraftvolle